Hallo Freunde des gepflegten Ladespaßes und herzlich willkommen bei Speicher elektrisiert, deinem Kanal für die Elektromobilität aus dem Herzen der Alpen. Mein Name ist Matthias und heute sind wir auch im Herzen der Alpen im wunderschönen Engadin und das ist der Auftakt zu meiner Serie Aufladen und Aufladen. Und hier im Engadin geht das besonders gut. Als erste Destination habe ich mir Guarda ausgesucht. Das ist ein unglaublich sehenswerter, schöner Ort hier im Engadin, ein typisch Engadiner Dorf, das sich lohnt anzusehen. Und hier gibt es diverse Aktivitäten mit unterschiedlicher Länge, sodass ihr selbst entscheiden könnt, wie lange ihr denn hier laden wollt. Ja, genau laden, denn das gehört auch dazu. Wir haben hier natürlich eine Ladesäule, die euch als Elektroautofahrer das Auto auflädt, während ihr in dieser herrlichen Berglandschaft hier selber aufladet. Auf geht's! Der entsprechende Parkplatz, wo auch die Elektroladesäule ist. 2 Elektroautos können hier laden. Bis zu 22 kW gibt die Säule ab. Ihr steht in bestem Bergpanorama und das ist natürlich ein super Ausgangsort, um nicht nur den Ort zu erkunden, sondern auch wandern zu gehen. Wir stecken jetzt hier entsprechend an und bei so einer Säule, für die, die es noch nicht gesehen haben, einfach auch mal wieder Elektroauto Basics. Wenn ihr da jetzt einstecken wolltet, das geht nicht, die ist blockiert, ihr müsst euch erst anmelden. Ich mache das hier an der Stelle mit meinem Move Mobility RFID Chip und sobald die Kundendaten geprüft sind, die Anmeldung war erfolgreich, könnt ihr einstecken und auch euer Auto anstecken. Und damit beginnt gleich hier der Ladevorgang. Und wir haben angefangen, die ersten 0,2 Kilowattstunden sind geladen. Wie ihr wisst, ist mir Transparenz wichtig. Darum noch ein Wort zu diesem Move Mobility Anhänger. Die Move Mobility, ein Ladeprovider hier aus der Schweiz, unterstützt mich bei diesem Roadtrip, indem sie mir den Strom hier bezahlen. Das ist ihre kleine Unterstützung dafür, dass ich sie öfter erwähne. Und genau darum sind sie in diesen Videos auch vertreten. Und weil es schon nicht an der Säule dran steht, hier noch mal kurz ihr Badge. Typisches Engadiner Dorf und schon allein deswegen absolut sehenswert. Doch gibt es noch mehr, denn in Guarda spielt eine ganz berühmte Schweizer Kindergeschichte, nämlich die vom Schellenursli. Und das Hotel Meißer betreibt dazu auch ein kleines Museum. Und das schauen wir uns jetzt einfach mal an. Schellenursli wurde 1945 geschrieben und spielt auch hier in diesem Ort und wurde auch hier 2015 und in der Umgebung verfilmt. Und Schellenursli handelt natürlich von Schellen, also gemeinhin Glocken, und beschreibt dabei ein wunderschönes Brauchtum hier im Engadin. Hoch oben, weit von hier, da wohnt ein Büblein, so wie ihr. So beginnt die Geschichte und am Ende der Geschichte bietet es sich natürlich an, hier im Museumscafé kurz einzukehren und noch Pause zu machen und einfach die Zeit zu genießen. In diesem urigen alten Stil hier alles gehalten, wunderschön, keine Sorge, Parkplätze hat es hier genug und natürlich auch jede Menge Bergpanorama. Und wenn ihr das macht, sprich, ihr guckt euch in Ruhe das Museum an, erzählt euren Kindern die Geschichte vom Schellenursli und kehrt hier noch ein, dann habt ihr hier sicher eine Stunde verbracht und 11 Kilowatt nachgeladen. Das ist jetzt nicht so viel, deswegen habe ich euch natürlich noch mehr Erlebnisse von hier zusammengestellt. Und wenn ihr rund ums Schellenursli noch mehr wissen wollt, dann gibt es da draußen noch einen Wanderweg. Auf geht's! Wenn ihr hier an diesem Brunnen vorne links abbiegt, dann kommt ihr Richtung Schellenursli-Weg. Natürlich in herrlichster Bündner Berglandschaft gelegen, könnt ihr dort noch mehr über Schellenursli erfahren. Der Weg, der sieht so aus. Er geht ungefähr 1,5 Stunden über 3,1 Kilometer
bei 250 Höhenmetern. Unterwegs habt ihr jede Menge Stationen zum Thema Schellenursli, könnt die Natur genießen und die kann man wirklich genießen. Und wenn ihr dann zurückkommt, nach 1,5 Stunden auf diesem schönen Schellenursli-Weg, zuzüglich dem Museum, zuzüglich einer kleinen Einkehr, dann sind das locker 2,5 bis 3 Stunden. Das heißt, ihr habt zwischen, sagen wir mal, irgendwo 25 bis 33 Kilowattstunden nachgeladen. Für viele Elektroautos entspricht das schon ungefähr 40 bis 50%. Wer jetzt noch mehr nachladen möchte oder Lust auf etwas sportliche Aktivität hat, für den geht es jetzt auf eine richtig schöne Wanderung. Die erste Viertelstunde bin ich schon gewandert entlang von diesem Fluss hier und wir wandern jetzt weiter da hoch, mitten in die Bündner Bergwelt. Und die Route, die ich euch ausgesucht habe, die ist ungefähr 5 Stunden bis 6 Stunden Wanderzeit. Das heißt, sie ist bewusst so gewählt, dass, wenn ihr relativ leer an die Ladesäule kommt, ihr so 55 bis 56 Kilowattstunden nachladen könnt in der Zeit. Und danach ist euer Auto rappelvoll, selbst wenn ihr auf 100% aufladen wolltet. Natürlich könnt ihr in diesem Gebiet hier noch ganz andere Wanderungen machen. Ihr könnt auch nur eine Stunde gehen, 4 Stunden oder ganze Tage wandern. Hier gibt es für jeden etwas, aber unsere heutige Wanderung ist eine Panoramatour, die ideal ist, um unten nachzuladen. Ihr wisst ja, wo Wasser ist, da sind für mich auch Kraftorte. Und wo Wasser fließt, da lade ich auch wieder auf. Das hier ist so ein Ort, da kann man die Seele baumeln lassen und die eigenen inneren Kräfte wieder reaktivieren. Unten bei Guarda lädt mein Auto weiterhin munter vor sich hin. Und ich werde jetzt hier nach dem ersten Stück Wanderung eine Pause machen. Apropos Pause machen, da sind wir doch bei einem ganz entscheidenden Thema. Wie oft lese ich, das Thema Pause machen ist für den einen oder anderen, der noch neu in der Elektromobilität ist, so ein zweischneidiges Schwert. Früher mit dem Diesel, da sind wir die 900 Kilometer am Stück durchgeheizt, damit wir am Ende eine halbe Stunde früher im Hotel sind. Ja, ich weiß, da gibt es jetzt Leute, die sagen, mit Kindern muss man das machen und. Es gibt jede Menge Gründe. Für mich gilt da nach wie vor eben der Spruch, wer nicht will, der findet Gründe und wer will, der findet Wege. Und diese Wege meine ich damit in die Elektromobilität. In der Elektromobilität machen wir mehr Pause, unbedingt durch das Laden. Wir fahren vielleicht auch nur 300 oder 350 Kilometer am Stück. Dann kommt eine halbe Stunde Pause, mindestens. Aber ganz ehrlich, das macht doch Reisen reisenswert. Pause machen, entspannen. Klar ist so ein Rasthof oder eine Raststätte nicht der schönste Ort dafür. Aber nichtsdestotrotz kann man auch dort eine Pause genießen. Schöner ist es natürlich dann an so Orten wie hier. Denn wenn ihr Pause macht, dann ladet ihr euren eigenen Akku auch wieder auf. Ihr fahrt danach entspannter, ihr fahrt konzentrierter und ihr seid im Allgemeinen auch wesentlich gelassener. Und darauf kommt es doch oftmals bei der Langstrecke an. Ich spreche hier nicht von Außendienstlern, aber von den meisten Leuten, die Angst vor der Elektromobilität haben, weil sie einmal im Jahr eine längere Strecke in Ferien fahren. Versucht einfach mal einen Weg für euch dort zu finden. Es kommt wirklich nicht auf diese 10 Minuten oder maximal eine Stunde an, die ihr früher im Hotel seid, wenn ihr für 2 Wochen in die Ferien fahrt. Gönnt euch einfach mal eine Pause, entspannt und ladet euren eigenen Akku wieder auf. Wanderung angekommen, dem Bergsee, von dem ich sprach, und der ist da und der ist kristallklar. Wunderbar. Hier hat die Trockenheit also noch nicht vollends zugeschlagen. Und wieder einmal gilt es Entschleunigung, Beruhigung und Entspannung. Deshalb gebe ich euch einfach nur ein paar Eindrücke von hier oben mit und genießt die Zeit für mich allein.
Wer lieber selbst grilliert, der findet nach kurzer Wanderung von Guarda ausgehend diese wundervolle Grillstelle. Natürlich ist ein WC vorhanden, genug Holz ist vorhanden und genug Sitzplätze sind auch vorhanden. Sie ist Teil vom Schellenursli-Weg, also kämt ihr auch, wenn ihr den macht, hier vorbei. Aber ihr könnt natürlich auch einfach so hier hinwandern und eure Cervelas hier auf der offiziellen Grillstelle von Schweizer Familie grillieren. Und je nachdem, wie lange ihr grilliert, ist euer Auto dann natürlich auch längst aufgeladen, denn da kann man locker einen ganzen Nachmittag verbringen. Die Kinder können hier überall spielen. Man kann ordentlich was auf den Grill packen und sich vielleicht auch noch das ein oder andere Bier gönnen, sofern ihr dann nicht mehr fahren müsst. Für mich geht es jetzt auf dieser Wanderung weiter bis zur Stadt zurück, dann dort zum Auto und dann gehen wir zu einem anderen Erlebnis. Und das, nachdem die Waden hier so richtig auf Fahrt gekommen sind und schön brennen, hat auch mit Feuer und Hitze zu tun. Wo Feuer und Kraft zusammenkommen, entsteht Kunst. Und der Schmied ist nicht weit. Wir sind hier bei Thomas Lamperts Schmiede bei Guarda und er hat uns eingeladen, diese zu besichtigen. Und ich möchte sie euch natürlich nicht vorenthalten und kann euch wirklich nur raten, diese auch einmal zu besuchen. In so einer Schmiedewerkstatt ist es bekanntlich laut. Zum Glück hat es hier oben die deutlich ruhigere Ausstellung, wo ihr euch ausgewählte Stücke anschauen könnt, während ihr hier etwas trinkt oder esst. Und wem es drinnen viel zu schattig ist, der kann natürlich auch raus auf diesen herrlichen Balkon gehen. Und hier bei einem Kaffee, einer Cola, einem Wasser oder einer Kleinigkeit zu essen, das Bergpanorama genießen und unter euch wird weiter fleißig geschmiedet. Ich habe es mir natürlich auf der Terrasse hier auch gemütlich gemacht, gönne mir einfach eine Coke Zero und genieße das herrliche Bergpanorama, denn das hier war mein letztes Erlebnis in Guarda. Damit haben wir 4 super schöne Sachen. Da ist das Schellenursli-Museum, da ist der Schellenursli-Weg, die Feuerstelle von Schweizer Familie, da sind Wanderungen, soweit die Füße tragen. Und da ist natürlich auch Thomas Lampert und seine Schmiede. Ihr könnt natürlich hier bei ihm vor Ort auch das ein oder andere handwerklich hergestellte Messer oder Produkt kaufen. Ihr werdet sehen, im Flug sind 60 oder 90 Minuten wieder vorbei und das bedeutet 11 bis 18 Kilowattstunden, die ihr nachgeladen habt. Dazu kommt der Thomas, der sitzt unterhalb von Guarda. Und die Ladestation ist ein bisschen oberhalb. Das heißt, ihr hättet prinzipiell noch einen kleinen Fußweg vor euch, wenn ihr nicht mit dem Auto fahrt, weil es eh schon vollgeladen ist. Und dann ist man zurück von der Wanderung. Das Auto ist garantiert auf 80%. Und ich hoffe, ihr habt nicht vergessen zu klimatisieren. Gucken wir mal, Ladekabel verriegelt. Wir haben 45 Kilowattstunden nachgeladen. Und ich bin mir sicher, das Auto ist jetzt voll und natürlich bestens klimatisiert, weil ich die Klimatisierung angemacht habe. Und hier noch kurz für euch vollgeladen, wie ich es wollte, auf 80%. Eben 307 Kilometer, nicht meine Standardreichweite bei 80%, sondern der Passfahrt über den Flürler-Pass geschuldet. Mit dem Beenden des Ladevorgangs endet auch mein Ausflug nach Guarda. Wir haben diverse Sachen hier vor Ort erlebt, wo sicher für jeden was dabei ist. Darum würde ich mich freuen, wenn du auch mal hier hinfährst und das ein oder andere davon für dich selbst erlebst. Sei es auch vielleicht nur, um dein Auto hier aufzutanken, um deine Seele aufzutanken oder um gleich beides aufzutanken. An dieser Stelle auch nochmal herzlichen Dank an Move Mobility für das Bereitstellen der 45 Kilowattstunden Strom. Und natürlich meinen Dank auch ans Hotel Meißer und an Thomas Lampert, dass sie in diesem Video mitgemacht haben und mir geholfen haben, es zu erstellen. Wenn
dir das Video gefallen hat, dann lass mir doch einen Daumen nach oben da. Und wenn du gerade schon da bist, dann würde ich mich sehr über ein Abo freuen. Das ist bekanntlich gratis und hilft mir und dem Kanal weiter zu wachsen. Wenn deine Unterstützung noch ein klein wenig weitergeht, dann findest du unter dem Video in der Beschreibung einen Link zu PayPal und du kannst mir dort gerne eine kleine Spende hinterlassen. Oder du benutzt das YouTube Thanks und unterstützt mich auf diese Weise. Ist natürlich vollkommen gratis. Ich freue mich genauso sehr über einen Daumen nach oben, über ein Abo oder einen Kommentar von dir. Ja, und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder und bis dahin, bleib energiegeladen.